Ganze hier schon seit vielen, vielen Jahren professionell auf solchen Demo-Shows machen. Und ich habe noch eine große Bitte an Sie alle. Bitte setzen Sie vor allem die kleineren Kinder nicht auf unseren Arena-Kreis. Also am besten Arme und Füße rauslassen. Sicher ist sicher. Noch einmal herzlich willkommen hier bei Bobcat auf der Baumart 2025. Wir freuen uns riesig, dass Sie alle da sind. Ein Bombenwetter, ganz hervorragend, super und das auch noch bis nächsten Sonntag. Und wir haben jetzt in den nächsten 15 Minuten einen kleinen, wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt mitgebracht aus dem natürlich weitaus größeren Baumaschinen-Sortiment. Ein kleiner Appetizer sozusagen. Und deshalb vorneweg schon mal die herzliche Einladung, im Anschluss einfach bei uns zu bleiben, noch ein bisschen mit unserem internationalen Team zu plaudern. And this message of course goes out to all our international guests as well. This demo will be held in German, sorry for that, but we're more than happy to welcome you after this demo here on our booth at Baumart 2025. We'll get in touch with you, with our international visitors as well. Tina, was sehen wir jetzt gerade? Also unser Motto dieses Jahr ist, when the going gets tough, The Tough Choose Bobcat. Und hier sind unsere ersten richtig Maschinen. Natürlich ist das fantastisch auf 2 Rädern, aber das hier, das ist unser voll elektrischer Kompaktlader auf Rädern, das ist der T7X. Der hat für uns mitgebracht, den E16. Das ist einer von den neuen Kompaktbaggern, die wir Ihnen heute zeigen. Zu den Kompaktbaggern gibt es gleich noch ein bisschen mehr. Der T7X, das ist ein Modell, das ist sehr erfolgreich in Nordamerika. In Europa ist es leider nicht verfügbar. Und die Maschine hat nicht einen Tropfen Hydraulik drin. Das, was Sie da sehen, das sind also keine Hydraulikzylinder, sondern das sind alles elektrische Spindeltriebe, die die Maschine hier bewegen. Deswegen hören Sie auch nicht. Und wenn Sie mal genau hinhören, hören Sie nur unsere wundervollen Stimmen. Aber die Maschine selber macht so gut wie gar keine Geräusche und hat natürlich auch keine Abgase. Genau, Tina, kein Dieselmotor ist drin, kein Hydrauliköl, all das extrem umweltfreundlich und trotzdem sehr viel Power dieser T7X. When the going gets tough, the tough choose Bobcat. Sie kennen vielleicht diesen englischen Spruch, when the going gets tough, the tough gets going. Also wenn es hart wird, dann legen die Aufgabe wirklich erledigen wollen, eher nochmal eine Schippe drauf und geben dann richtig Gas. Und das haben wir ein bisschen abgewandelt hier für die Baumart 2025. When the going gets tough, the tough choose Bobcat. Und wir wollen auch so ein bisschen in die Vergangenheit von Bobcat ein bisschen eintauchen. Tina, es gibt das Gerücht, dass Bobcat angeblich in einem Truthahnstall erfunden wurde. Erzähl das doch mal, diese Geschichte bitte. Ja, wir machen unsere Maschinen, wir bauen die nicht, bei uns schöpfen die nämlich aus Eiern. Und ist ja bald Ostern, ne? Nee, die Geschichte geht so. 1958 gab es einen Truthahnfarmer in Nordamerika. Der hat einen riesengroßen Truthahnstall gehabt und der hat irgendwann die Nase gestrichen voll gehabt davon, dass er die ganzen Truthahn mit per Hand schaufeln musste. Der gute Mann hieß Eddie und Eddie ist dann zu seinen Kollegen gegangen und hat 2 Freunde gehabt, die waren Bastler und da hat sie gesagt, brauchen wir doch mal was. Irgendwas Kleines, Wendiges, Kompaktes, irgendwas, was krass ist. Und dann kamen die mit dem ersten Kompaktlader um die Ecke. Und dann war das natürlich ein Kinderspiel, da den Truthahnmist wegzuschaufeln mit der Maschine. Das ist 60 Jahre her, das ist über 60 Jahre her. Und das, was wir heute hier präsentieren, das ist unsere neuesten Modelle. Genau so ist es hier. Ein ganz, ganz neues haben wir mitgebracht. Du hast gerade erwähnt, 1958 Truthahnstall. Da ist natürlich einiges passiert an Innovationen. Und eine ganz, ganz abgefahrene, heiße Kiste im wahrsten Sinne des Wortes haben wir mit hierher gebracht auf die Baumart. Den Rough X, der steht da vorne rechts neben dem Eingang. Ein Konzept, eine Studie für einen autonomen Lader, der also völlig autark agieren kann. Eine Konzeptmaschine, eine richtungsweisende Innovation, zum Beispiel für den Abbruch. Wenn man also da als Operateur nicht unbedingt so nah ran will, dann schiebt man einfach diese Maschine rein, schickt die also da rein, um den Job zu machen, dieser Rough X. Wir haben ein großes Team aus unseren Innovationslabors hier vorne mit an der Maschine stehen. Also der ein bisschen in die Zukunft, in die sehr, sehr nahe Zukunft der Baumaschinen, der Kompakten hier von Bobcat schauen will, der ist da vorne beim Rough X auf jeden Fall gut aufgehoben. So, wir haben aber natürlich das, was wir jetzt hier vor uns sehen, das sind auch taffe Maschinen im
Forstwirtschaft, Straßenarbeiten und viele andere Bereiche, in denen die Anbaugeräte entsprechend dann diese Aufgaben mit ausgestellt haben. Tina, lass mich ganz schnell eine Frage stellen unserer Gäste und dafür auch einen Cowboy-Hut noch vergeben, denn wir haben was ganz Tolles hier im Hintergrund unseres Standes. Nämlich hier oben hängt ein Kompaktlader. Und ich darf, you speak English, you speak German? You speak English? Okay, what do you think? How high is that machine up there? How high? How many meters? What do you think? How many meters? You say 80, it's 22. It's 22. You were close, you were close. Where is right? Warum haben wir denn da oben diesen Kompaktlader aufgehängt, Tina, auf 22 Meter Höhe? Wir haben unseren SC50 da oben hochgezogen, weil wir dachten, wir sind die mit dem höchsten Lader München. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ein Guinness Book of Records Eintrag ist uns da vielleicht sogar nicht ganz fern. 22 Meter der höchste Kompaktlader, wie sagt der München, sagt der Welt. Genau, aber es ist natürlich eine echte Einsatzsituation. Diese kleinen Kompaktlader werden von unseren Autoteleskopen von oben in die Wolken von Schiffen runterhergelassen, um da die Schiffswerte vorzunehmen. Wir haben das also nicht so viel Spaß gemacht, sondern es ist tatsächlich ein realer Einsatz. So, wir müssen jetzt die Bühne noch mal kurz vorbereiten, nachdem wir sie jetzt erstmal versucht haben. Wir haben sie jetzt wieder verfüllt, das Ganze wurde eingeebnet, wir haben gesehen, mit dem Nivellierrecht sind wir noch einmal drüber und jetzt wird der Boden wieder verdichtet mit dieser Vibrationswalze. Alle Anbaugeräte lassen sich unter unseren Ladern austauschen. Das ist also der große Vorteil unserer Boxtest-Anbaugeräteaufnahme, dass das problemlos rausfällt. Und wir berichten jetzt einmal noch den Boden hier und dann gleich mit unserem Kompaktlader. Das ist ein kleines Ballett auch. Genau, bevor es gleich weitergeht mit der R2-Serie, vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis. Ich würde natürlich fragen, Mensch, wo bekomme ich denn Bobcat-Modelle, wo bekomme ich denn Bobcat-Klamotten, Bobcat-Kappen, wo bekommt man die Cowboy-Hüte? Die gibt es unter anderem im Anschluss gleich hier an die Demo noch. Aber wer eben noch mal die ganze Palette, ja, den ganzen Fanclub sozusagen kennenlernen möchte, der sollte gerade hier vorne um die Ecke gehen. Da ist ja der Fanclub, wenn Sie auf den Stand draufschauen, auf der linken Seite. Da gibt es also jede Menge Bobcat, Baumaschinen, Modelle und natürlich auch ganz viele Klamotten, Westen, T-Shirts, bis hin zu Socken, habe ich mir sagen lassen. Also für jedes Körperteil, für jedes Wetter ist da was mit dabei. So, das, was wir jetzt hier in der Mitte sehen, das sind 3 von unseren 4 neuen Kompaktbaggern. Die Kompaktbagger haben Weltpremiere hier auf der Baumarkt 25 und Sie alle dürfen dabei sein. Wir haben 3 Modelle hier, das ist unser E16, der E19 und der E20 Test. Wir haben noch einen E17. Die Zahl steht immer für das Betriebsgewicht, das heißt, das sind Kompaktbagger von 1 bis 2 Tonnen Betriebsgewicht. Genau, das sind hier noch gleich ganz kurz ergänzen, Tina, das R eben ist R2, du hast erzählt, steht für Revolution, es ist nicht nur ein Facelift, die Maschinen haben wir gesagt, es ist eine ganz, ganz neue Generation von Kompaktbaggern. Diese 4 Modelle werden in Europa, für Europa, ja, konzipiert und auch hergestellt und im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen haben sie noch eine weitaus höhere Stabilität, eine weitaus höhere Kapazität und zudem sind sie mit der neuesten Technologie ausgestattet. Schauen wir uns gleich an, Tina. Du erzählst doch noch ein bisschen was dazu zum Thema Smart Flow. Mango, das ist der Name für das neue Hydrauliksystem, das wir in unseren Baggern verbaut haben. Deswegen sagen wir auch für die neue Generation. Das ist also nicht nur, wir haben mal eine Maschine von der Außen hübscher gemacht, vielleicht ein kleines bisschen komfortabler. Nee, wir haben wirklich eine neue Generation gebaut mit einem komplett neuen Hydrauliksystem. Dieses Hydrauliksystem ermöglicht präzises Arbeiten während der Baggerfahrt. Ja, das heißt, man kann alle Bewegungen simultan mit hoher Präzision auf diesen Baggern durchführen. Und wer mal drin gesessen hat, der wird sofort merken, was für ein Riesenunterschied das ist. Ja, noch einmal herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist noch voller geworden hier bei uns an unserer Arena. Stars in der Manege haben wir vorhin so scherzhaft gesagt, aber es ist wirklich so. Schön, dass Sie da sind hier bei Bobcat auf der Baumarkt 2025. Ja, wir sehen gerade hier diese 3 Brüder, sind 4, Tina hat erwähnt. Der E17 steht hier draußen. Jede Maschine kann man natürlich dann auch mal erklettern, sich mal reinsetzen, das Ganze ausprobieren. Also nicht die Bewegung, aber auf jeden Fall mal reinsetzen und den
Aber nicht nur Danke an unsere Fahrer, sondern auch Danke an den phänomenalen Nikola, unseren Master of Ceremony,